Also, letzte Woche stand ich morgens in der Küche. 6:30. Und ich wollte joggen gehen. Meine Schuhe lagen schon bereit. Am Abend davor extra hingestellt. Alles perfekt. Und dann bist du gelaufen? Nein. Ich habe auf dem Sofa gesessen, Kaffee getrunken und aus dem Fenster geschaut. Und zack, war eine Stunde weg. Haha! Echt jetzt? Der Mann, der immer über Disziplin redet? Genau der. Und weißt du, was ich in dem Moment gedacht habe? Mir fehlt einfach die Disziplin. Ja, das denken doch fast alle. Ich habe keine Disziplin. So, als wäre das ein Ding, das man hat oder nicht hat. Genau. Und das ist der große Fehler. Der Fehler, über den wir heute reden. Ach, und hallo! Schön, dass du da bist. Ich bin Lena. Und ich bin Jonas. Willkommen bei Deutsch entspannt. Und heute reden wir über etwas, das ich selbst nicht gut kann. Disziplin. Warum ist das nur so schwer? Und nebenbei lernst du ein paar Wörter, die du sofort benutzen kannst. Zum Beispiel, wenn du über deinen Tag sprichst. Also, bleib dran. Kleiner Tipp noch. Mach unten auf YouTube die Untertitel an. Das kleine CC. Ja, das hilft wirklich. Du hörst uns und liest gleichzeitig mit. So lernst du die Sprache viel schneller. Und wenn dir das gefällt, dann abonnier den Kanal. Dann verpasst du nichts. Gut, zurück zu meinen Schuhen im Flur. Und zu deinem Kaffee auf dem Sofa. Haha. Ja, also. Ich habe lange geglaubt, Disziplin ist so eine Art Kraft. Manche haben viel davon, manche wenig. So wie Muskeln. Der eine ist stark, der andere nicht. Genau so habe ich das gesehen. Und das ist so falsch. Warum falsch? Ich meine, manche Menschen schaffen doch echt mehr als andere. Das stimmt. Aber nicht, weil sie mehr Willenskraft haben, sondern weil sie es sich leichter gemacht haben. Moment. Kannst du das erklären? Was meinst du mit leichter gemacht? Okay, denk an meinen Morgen. Ich hatte die Schuhe bereitgestellt, aber ich musste trotzdem eine Sache tun. Ich musste mich entscheiden. Jeden Moment neu. Laufe ich oder bleibe ich sitzen? Ha, und jede Entscheidung kostet Kraft. Genau. Und um 7 Uhr morgens ist die Kraft klein. Also gewinnt das Sofa. Das kenne ich. Bei mir ist es das Handy. Ich will lesen und dann liege ich 2 Stunden bei den Videos. Und danach? Fühlst du dich schlecht? Total. Ich denke dann, was ist los mit mir? Warum bin ich so faul? Und da ist er wieder, der Fehler. Du machst dich selbst zum Problem. Ich bin faul. Ich bin schwach. Ja, genau so denke ich dann. Aber du bist nicht das Problem. Das System ist das Problem. Das Handy liegt neben dem Bett. Es ist einfach zu leicht. Also nicht ich bin schwach, sondern das Handy ist zu nah? Ganz genau. Und hier kommt ein Wort, das ich liebe. Umgebung. Also alles, was um dich herum ist. Dein Zimmer, dein Tisch, dein Handy. Umgebung. Also alles um dich herum. Der Ort, die Dinge, die Menschen. Perfekt erklärt. Deine Umgebung entscheidet oft mehr als dein Wille. Warte, das ist eine große Aussage. Mehr als mein Wille? Ja. Stell dir vor, du willst weniger Süßes essen. Und auf dem Tisch liegt Schokolade.
Immer da, immer sichtbar. Dann esse ich sie, früher oder später. Und jetzt räum die Schokolade weg. In den Schrank, ganz nach oben. Was passiert? Ich vergesse sie. Oder ich bin zu faul zum Suchen. Haha. Siehst du? Du hast nicht mehr Willenskraft gebraucht. Du hast nur die Umgebung geändert. Okay, das leuchtet mir ein. Aber Jonas, ist das nicht ein bisschen einfach? Nur die Schokolade wegräumen? Es klingt einfach. Aber genau das ist der Trick. Kleine Dinge, die den Weg leichter machen. Also Disziplin ist nicht kämpfen, sondern sich das Leben leichter machen? Ja, und das ist so anders, als die meisten denken. Die meisten glauben, man muss sich zwingen. Zwingen, ja. Zähne zusammen und durch. So kenne ich das. Und wie lange hält das? 2 Tage? 3? Bei mir höchstens bis Mittwoch. Haha. Genau. Weil Zwingen Kraft kostet. Und Kraft ist begrenzt. Die geht irgendwann aus. Aber warte! Manchmal muss man sich doch zwingen. Man kann nicht immer alles leicht machen. Das stimmt. Manchmal muss man. Aber wenn du dich jeden Tag zwingen musst, läuft was schief. Ah, also, ein bisschen zwingen ist normal. Aber immer zwingen heißt, das System ist schlecht. Perfekt. Genau das. Weißt du, was ich interessant finde? Wir sagen oft, der ist einfach diszipliniert, als wäre er so geboren. Ja, und das glaube ich nicht. Ich glaube, diese Menschen haben nur bessere Gewohnheiten gebaut. Gewohnheit. Noch ein gutes Wort. Etwas, das man immer wieder macht, ohne nachzudenken. Genau. Zähneputzen zum Beispiel. Denkst du morgens, oh, ich brauche jetzt Disziplin zum Zähneputzen? Haha, nein. Ich mache es einfach, automatisch. Siehst du, da brauchst du null Disziplin, weil es eine Gewohnheit ist. Es läuft von allein. Krass. Also, das Ziel ist, Dinge zur Gewohnheit machen. Dann brauche ich keine Kraft mehr. Ja, am Anfang kostet es ein bisschen, aber dann läuft es fast von selbst. Okay, aber jetzt die große Frage. Wie wird aus etwas Schwerem eine echte Gewohnheit? Gute Frage. Und ja, da gibt es ein paar einfache Ideen. Fangen wir mit der ersten an. Ja, erzähl. Ich bin gespannt. Fangen wir mit einem Gedanken an, der mir mal richtig geholfen hat. Klein anfangen. Klein anfangen. Klingt fast zu einfach. Ich weiß. Aber warte, bis du hörst, wie klein ich meine. Das überrascht die meisten Leute wirklich. Also, ich meine wirklich klein. Nicht 30 Minuten Sport. Nicht 1 Stunde lernen. Nein, Sondern? ein Liegestütz. Nur einer. Ein einziges Wort lernen. 2 Minuten lesen. So klein, dass es fast albern klingt. Ein Liegestütz? Jonas, das bringt doch nichts. Davon wird niemand stark. Genau das denken alle. Und genau da liegt der Fehler. Okay, jetzt bin ich neugierig. Erklär das. Das Ziel ist am Anfang nicht der Muskel. Das Ziel ist, dass du überhaupt anfängst. Jeden Tag. Ohne Ausrede. Also es geht um das Anfangen selbst. Ja, der schwerste Moment ist nie die Übung. Der schwerste Moment ist, vom Sofa aufzustehen. Das stimmt. Das Aufstehen. Wenn ich einmal stehe, ist der Rest oft leicht. Sehr leicht sogar. Und ein Liegestütz ist so klein,
Dafür kannst du dir keine Ausrede bauen. Keine Zeit? Doch. Für einen hast du Zeit. Stimmt. Gegen einen kann man schlecht Nein sagen. Und jetzt kommt das Schöne. Du machst einen. Und dann denkst du oft, na gut, dann mach ich noch 5. Ach so, der eine ist nur die Tür. Genau, die Tür. Manchmal gehst du durch und machst 20. Und an einem müden Tag machst du wirklich nur einen. Auch gut. Warte, das gefällt mir. An schlechten Tagen darf es der eine sein, ohne schlechtes Gewissen. Ja. Und das ist der Trick. Die Kette bricht nicht. Du bleibst der Mensch, der jeden Tag etwas macht. Die Kette, das Wort mag ich. Ich auch. Weißt du, ich habe das lange falsch gemacht. Ich habe immer groß geplant. Erzähl. Als ich mein Deutsch besser machen wollte, habe ich gesagt, jeden Tag eine Stunde. Feste Regel, große Pläne. Und? 3 Tage. Dann kam ein langer Arbeitstag. Ich war müde und die Stunde fühlte sich an wie ein Berg. Also nichts. Und am nächsten Tag 2 Stunden, um es aufzuholen? Ha, du kennst das. Nein, natürlich nicht. Am nächsten Tag noch weniger Lust. Nach einer Woche habe ich es ganz gelassen. Das kenne ich so gut. Der Plan war zu groß für einen normalen müden Tag. Genau. Disziplin scheitert selten an einem faulen Menschen. Sie scheitert an einem zu großen Plan. Warte, das ist ein wichtiger Satz. Sag das nochmal. Der Plan war nicht zu klein für dich. Du warst nicht zu schwach für den Plan. Der Plan war zu groß für einen echten Tag. Ja, das nimmt so viel Druck raus. Und dann habe ich es umgedreht. Nicht eine Stunde, sondern 5 neue Wörter am Tag. Nur 5. 5. Das ist ja fast nichts. Fast nichts, ja. Aber über viele Monate wächst daraus ein richtig großer Wortschatz. Und damit kannst du im Alltag schon richtig viel sagen. Moment, so viele Wörter? Nur mit 5 am Tag. Nur mit 5. Die kleine Zahl fühlt sich schwach an. Aber die Zeit macht sie groß. Immer die Zeit. Krass. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis, oder? Klein mal viele Tage. Fast. Es fehlt noch ein Teil. Und der ist wichtig. Welcher? Wann? Nicht nur was, sondern wann. Die meisten sagen, ich mache es später. Und später ist der gefährlichste Ort der Welt. Später. Ha, da liegen alle meine guten Ideen begraben. Bei allen. Später hat keine Uhrzeit. Also passiert es nie. Du brauchst einen festen Moment. Wie meinst du das genau? Häng die neue Sache an etwas, das du sowieso jeden Tag machst. Nach dem Kaffee. Nach dem Zähneputzen. Ach, du hängst die neue Gewohnheit an eine alte. Genau. Der Kaffee ist der Wecker. Nach dem Kaffee die 5 Wörter. Du musst nicht mehr dran denken. Der Kaffee denkt für dich. Das ist clever. Der alte Weg zieht den neuen mit. So ist es. Und darum sind feste Zeiten so stark. Jeden Abend um 7 aufräumen, jeden Morgen um 8 lernen. Der Kopf muss nicht entscheiden. Warte, das ist ein Punkt. Entscheiden ist anstrengend. Sehr anstrengend. Jedes Mal fragen, mache ich es jetzt oder nicht? Das kostet Kraft. 10-mal am Tag. Und irgendwann sagst du Nein.
Also weniger Fragen, einfach machen, weil es die feste Zeit ist. Ja, gute Gewohnheiten sind eigentlich Faulheit mit einem Plan. Du machst es, weil Nachdenken mehr Arbeit wäre. Ha! Faulheit mit einem Plan. Das schreibe ich mir auf. Bitte. Aber warte. Es gibt eine Falle. Und in die fällt fast jeder. Oh, welche? Der eine Tag, an dem es nicht klappt. Du bist krank. Oder ein Kind weint die halbe Nacht. Und du machst nichts. Passiert? Das Leben ist nicht immer nett. Genau. Und dann kommt der Gedanke, jetzt ist es eh kaputt. Jetzt kann ich es auch ganz lassen. Oh ja, diese Stimme kenne ich. Alles oder nichts. Diese Stimme hat schon mehr Ziele getötet als jede Faulheit. Ein Tag Pause ist kein Problem. 2 Tage sind der Anfang vom Ende. Warum 2? Weil aus 2 schnell 3 werden. Und dann ist die Sache weg. Darum habe ich für mich eine Regel. Verpass nie 2-mal hintereinander. Nie 2-mal hintereinander. Also einmal ist erlaubt? Einmal ist menschlich. Einmal ist Leben. Aber am nächsten Tag stehst du wieder auf. Egal wie klein. Nur nicht 2-mal hintereinander. Ach, das ist doch viel schöner, als immer perfekt sein zu wollen. Ehrlich. Perfekt ist der Feind. Ehrlich. Die Leute, die dranbleiben, sind nicht perfekt. Sie fangen nur schneller wieder an. Sie fangen schneller wieder an. Nicht besser, nur schneller zurück. Genau das. Fallen darfst du. Liegen bleiben nicht. Jonas, ich muss dir was sagen. Ich habe immer gedacht, disziplinierte Menschen fühlen sich anders. Stärker, ohne diese faule Stimme. Und? Und du sagst gerade, die haben die gleiche Stimme wie ich. Sie hören nur nicht so oft hin. Genau so ist es. Die Lust kommt und geht bei allen, auch bei mir. Ich habe die Lust nicht öfter. Ich warte nur nicht auf sie. Warte, das ist stark. Du wartest nicht auf die Lust. Nie. Wenn ich auf Lust warte, sitze ich für immer. Die Lust kommt oft erst, wenn ich schon angefangen habe. Nicht davor. Also erst machen, dann kommt das Gefühl. Nicht umgekehrt. Fast immer umgekehrt. Ja. Wir denken, erst Lust, dann Tat. In Wahrheit ist es oft. Erst Tat, dann Lust. Das dreht alles um. Wow. Es hilft mir jeden Tag. Ich frage nicht mehr, hab ich Lust? Ich setz mich einfach hin. Und meistens kommt die Lust dann von allein. Okay, aber mal ehrlich, Jonas. Klappt das wirklich immer bei dir? Oder klingt das jetzt nur schön? Ha, gute Frage. Nein, nicht immer. Letzten Winter hatte ich eine schlimme Woche. Krank, müde, alles egal. Was hast du gemacht? Die 5 Wörter wurden zu einem Wort. An manchen Tagen habe ich nur ein Wort gelesen und wieder zugemacht. Ein einziges. Nur ein Wort. Das ist ja fast lächerlich. Total lächerlich. Aber weißt du was? Die Kette ist nicht gebrochen. Und als es mir besser ging, war ich sofort wieder da. Weil du nie ganz weg warst. Genau. Ich musste nicht neu anfangen. Neu anfangen ist das Schwerste. Weitermachen im Kleinen ist leicht. Das ist ein schöner Gedanke. Klein bleiben, damit du nie neu starten musst. Ja. Und noch etwas hat mir geholfen. Ein Kalender an der Wand. Jeden Tag
ein kleines Kreuz. Ein Kreuz, wie in der Schule? Fast. Du machst deine Sache, du malst ein Kreuz. Nach ein paar Wochen siehst du eine schöne Reihe. Und die Reihe willst du nicht kaputt machen. Ach, man sieht die Kette dann wirklich vor Augen. Genau. Sie ist nicht mehr im Kopf. Sie hängt an der Wand. Und plötzlich machst du weiter. Nur damit das Kreuz nicht fehlt. Das ist fast wie ein Spiel. Es ist ein Spiel. Und Spiele machen Spaß. Disziplin muss nicht grau und hart sein. Sie darf sich gut anfühlen. Warte, das ist wichtig für viele Leute. Wir denken bei dem Wort immer an Zähne zusammenbeißen. Ich weiß. Und darum geben so viele auf. Wenn es nur weh tut, hält niemand durch. Es muss auch ein bisschen Freude drin sein. Wie machst du dir Freude dabei? Ganz klein. Nach dem Lernen ein guter Kaffee. Oder ich streiche das Kreuz und sage laut: Gut gemacht. Klingt komisch, aber es wirkt. Du lobst dich selbst? Echt jetzt? Echt jetzt. Warum nicht? Ein Hund lernt schneller mit einem Leckerli als mit Schimpfen. Wir Menschen sind da nicht so anders. Ha, wir sind alle ein bisschen Hund. Ein bisschen, ja. Belohne das gute Verhalten, und dein Kopf will es wieder. Schimpf dich nur, und dein Kopf will weglaufen. Das leuchtet ein. Aber jetzt eine schwere Frage, Jonas. Nur zu. Was ist mit den großen Zielen? Deutsch lernen, gesund werden, ein neuer Beruf. 5 Wörter fühlen sich da so winzig an. Verstehe ich. Das große Ziel ist weit weg, und der Weg sieht sehr lang aus. Da will man aufgeben, bevor man überhaupt anfängt. Ja, genau dieses Gefühl. Darum schau nicht auf den Horizont. Schau auf den nächsten Schritt. Nur den einen. Das große Ziel zeigt die Richtung, mehr nicht. Also das Ziel ist der Kompass, nicht die Arbeit. Schön gesagt. Das Ziel sagt dir, wohin. Die kleine Gewohnheit bringt dich hin. Schritt für Schritt, ganz ruhig. Deutsch entspannt sozusagen. Ha, ja, wie unser Kanal. Ohne Panik, ohne Stress. Jeden Tag ein kleines Stück und die Zeit macht den Rest. Weißt du, was mich lange gestört hat? Ich dachte immer, Disziplin heißt hart zu sich sein, streng, wie ein Chef, der nie zufrieden ist. Und das stimmt nicht. Nein, ich glaube, es ist das Gegenteil. Die Menschen, die dranbleiben, sind oft freundlich zu sich, nicht streng. Das sehe ich auch so. Wenn du dich nach jedem Fehler beschimpfst, hörst du irgendwann auf. Weil es weh tut. Genau. Und dann kommt der eine schlechte Tag. Du machst nichts. Und du denkst, jetzt ist alles kaputt. Ja, dieser Gedanke. Ein Tag verpasst, also gebe ich ganz auf. Kennt jeder, oder? Total. Und das ist der wahre Feind. Nicht der eine faule Tag, sondern der Gedanke danach. Schön gesagt. Für mich ist ein Tag verpasst nur ein Tag. Aber 2 Tage hintereinander, das wird bei mir schnell eine Gewohnheit. Also deine Regel ist einfach, nie zweimal hintereinander auslassen. Genau das. Wenn du heute nichts machst, ist das okay. Aber morgen fängst du wieder an. Egal wie klein. Auch wenn es nur 2 Minuten sind. Auch wenn es nur 2 Minuten sind. Weil du damit sagst, ich bin noch dabei. Ich habe nicht aufgegeben. Das gefällt mir. Es geht nicht um perfekt, es geht um zurückkommen.
Ja, wieder anfangen ist die eigentliche Disziplin, nicht das Nie-Fallen, das immer wieder Aufstehen. Und das kann jeder. Man muss kein Held sein. Nein, man muss nur morgen wieder da sein. Das ist alles. Weißt du, für mich mit der Sprache war das der Moment. Ich habe eine Woche kein Deutsch geübt. Krank, müde, keine Zeit. Und? Und früher hätte ich gedacht, siehst du, du schaffst es nie. Aber diesmal habe ich nur gesagt, okay, heute wieder. Ein Wort. Ein Wort. Ein Wort. Und am nächsten Tag noch eins. Und plötzlich war die Woche vergessen. Ich war wieder dabei. Das ist es. Genau das. Die Pause macht dich nicht kaputt. Nur das Aufgeben. Und weißt du was? Falls du gerade denkst, mein Deutsch reicht noch nicht so ganz. Untertitel an unten am Bildschirm. Ja, lesen und hören zusammen. Nimm dir heute nur einen Satz und sprich ihn laut nach. Das reicht schon für heute. Also fassen wir es einfach. Kein großes Geheimnis. Klein anfangen. Jeden Tag ein bisschen. Freundlich mit sich bleiben. Und nach einer Pause einfach wieder anfangen. Ohne Drama. Ohne Schuld. Das klingt fast zu leicht. Ist es auch. Nur macht es kaum jemand. Weil alle auf die große Motivation warten. Und die kommt nicht. Die kommt nicht. Man fängt an und dann kommt sie. In dieser Reihenfolge. Ganz genau. Erst der kleine Schritt, dann das gute Gefühl. Nicht umgekehrt. Ich glaube, das nehme ich heute mit. Nicht auf die Lust warten. Einfach die 2 Minuten machen. Und du wirst sehen, oft werden aus den 2 Minuten 20. Aber nur, wenn du die 2 erlaubst. Schön. Das war ein gutes Gespräch, Jonas. Ganz ruhig, aber es bleibt hängen. Das freut mich, Lena. Und weißt du, so ist Disziplin auch. Ruhig. Nicht laut, nur beständig. Deutsch entspannt, sozusagen. Wieder mal. Ha, ja. Immer wieder. Und danke, dass du bis hier geblieben bist. Das freut uns wirklich sehr. Bis zum nächsten Mal. Wirklich. Und wenn euch das geholfen hat, dann abonniert den Kanal, damit ihr das nächste Gespräch nicht verpasst. Macht es gut, ihr Lieben. Fangt klein an, seid freundlich mit euch. Bis bald. Tschüss, ihr Lieben. Bleibt dran.